Wir benötigen Makramee-Garn. Ich habe hier eins mit einer Stärke von 3 mm. Davon brauchen wir 10 Schnüre mit einer Länge von jeweils 120 cm, einen kleinen Holzring und Holzperlen. Ich habe hier welche mit einem Durchmesser von 8 mm. Wir befestigen 2 unserer Schnüre an dem Holzring. Als erstes machen wir einen Kreuzknoten. Das heißt, wir legen den linken Faden über die 2 mittleren und unter den rechten und den rechten Faden unter die 2 mittleren und durch diese Schlaufe von hinten nach vorne und ziehen das zu. Und das gleiche machen wir nochmal spiegelverkehrt. So. Dann nehmen wir einen mittleren Faden, der wird unser Leitfaden. Und da machen wir dann 2 Knoten. Das heißt, wir nehmen den Faden daneben und legen ihn von unten nach oben über diesen Leitfaden und dann von unten nach oben durch die Schlaufe und ziehen das fest und machen das nochmal. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da wird diese Schnur unsere Leitschnur und machen auch 2 Knoten. So. Als nächstes befestigen wir an unseren beiden äußeren Fäden, also an den Leitfäden, jeweils eine weitere Schnur. Die greifen wir in der Mitte und legen die unter unseren Leitfaden und greifen dann quasi durch diese Schlaufe und ziehen die Fäden, die beiden Enden da durch. Und dann ziehen wir das fest. So. Und an der anderen Seite machen wir das genauso. So, der Leitfaden bleibt der gleiche, nur dass er jetzt nach rechts unten führt. Und dann machen wir mit dem nächsten Faden wieder 2 Knoten. So, und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. Als nächstes fädeln wir auf einen der mittleren Fäden eine Holzperle auf. So. Und dann nehmen wir gleich diesen Faden, also einen der mittleren Fäden. Das wird dann unsere neue Leitschnur. Und da machen wir genauso mit jedem Faden 2 Knoten. So, und auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Das heißt, wir lassen eine kleine Lücke da, wo die Perle endet und machen dann jeweils 2 Knoten mit jedem Faden. Am Ende dieser Knotenabfolge kommt dann immer ein neuer Faden ins Spiel, den befestigen wir wie gehabt. So, und als nächstes nehmen wir uns die 4 mittleren Fäden und machen einen Kreuzknoten.
Und von diesen 4 Schnüren fädeln wir auf den jeweils äußeren jeweils eine Perle auf. Und dann führt die Knotenabfolge wieder in die Mitte zurück. Das heißt, der Leitfaden bleibt der gleiche und führt jetzt nach rechts unten. Und da machen wir wieder 2 Knoten pro Faden. Die Knotenabfolge endet jeweils da, wo diese 4 mittleren Schnüre sind. Also mit denen machen wir die Knotenabfolge nicht weiter, sondern beginnen eine neue Knotenabfolge. Und zwar nehmen wir uns hier einen der mittleren Fäden. Das wird wieder unsere Leitschnur. Und da knüpfen wir wieder pro Schnur 2 Knoten. Und die führen wieder nach außen. Jetzt kommt wieder jeweils ein Faden an die Leitschnur. So, und mit den mittleren 4 Fäden machen wir wieder einen Kreuzknoten. So, und jetzt nehmen wir uns den Faden, der neben dem Kreuzknoten liegt, und fädeln da jeweils eine Perle auf. Und dann führen wir die Knotenabfolge wieder in die Mitte. Die 6 mittleren Schnüre bleiben quasi frei und jetzt geht es weiter mit der nächsten Knotenabfolge, die nach außen führt. So, jetzt fügen wir wieder eine neue Schnur hinzu. Und in der Mitte machen wir wieder einen Kreuzknoten. Und dann fädeln wir auf die 7. Schnur von außen jeweils eine Holzperle. So, bei der letzten Knotenabfolge werden wir alle übrigen Schnüre mit einarbeiten. Das heißt, also erstmal machen wir ganz normal 2 Knoten mit dem nächsten Faden. So, und anstatt dann den nächsten Faden zu nehmen, nehmen wir den Faden, mit dem wir gerade geknüpft haben, zur Leitschnur dazu und machen mit dem nächsten Faden den gleichen Knoten, nur dass wir als Leitfaden dann einen doppelten haben. So, das heißt, wir nehmen immer den Faden dazu, mit dem wir gerade geknotet haben, und machen die Knotenabfolge dann ganz einfach weiter.
So, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir uns einen etwas längeren Faden und wickeln den ein paar Mal um die anderen Fäden drumherum. Und dann fädelt man den Faden hier durch eine Schlinge und macht eine Art Knoten, zieht es zu. Dann schneidet man das Ganze noch ab und ist auch schon fertig.